Hi, ich bin Fabian von Aerovis. Ich erzähle dir heute mal was über Suspension Training, auch als Sling Training bekannt. Im Endeffekt geht es darum, wir nutzen dieses Tool, um mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Ganz kurz zur Installation. Den Aerosling kannst du überall befestigen. Er ist mobil, wiegt um 1 Kilo, wird mit einer Ankerschlinge geliefert. Das heißt, du kannst ihn an jede Klimmzugstange, an jedes Rack, Balken, Pfosten oder sonst was umwickeln, einhaken, fertig. Worauf du achten solltest, ist, dass die Umlenkrolle, der Ankerpunkt, sich immer über Kopf befindet, damit du alle Übungen optimal machen kannst. Und in der längsten Einstellung sollten die Fußschlaufen bis zur Hälfte des Schienbeins reichen. Um die Länge des Aeroslings zu verstellen, findest du hier die sogenannten Griffknoten. Du hältst das Hauptseil fest, ziehst das Fähnchen, um den Knoten zu lockern, und dann reichen häufig schon 2 Finger, um die Länge zu verändern. Achtung, bevor du trainierst, einmal die Griffe in die Hand nehmen, Hauptseil festhalten und festziehen. Erst dann kannst du loslegen. Des Weiteren befinden sich beim Aerosling Elite und Elite Plus hier Karabiner. Die machen das Gerät erweiterbar und kombinierbar. Ja, man kann die Griffe rausnehmen, andere Tools verwenden oder auch die Karabiner ineinander haken, falls man nur mit einem Griff trainieren möchte. Beim Aerosling XPE finden wir nur einen Griffknoten, was aber kein Problem darstellt, denn durch die Umlenkrolle befinden sich sowieso immer beide Griffe auf derselben Höhe. Hier haben wir keine Karabiner, dennoch können wir hier einen Single-Griff-Modus machen, indem wir hier die durcheinander führen und dann gleiten. Beim Suspension Training geht es im Endeffekt darum, man trainiert mit eigenem Körpergewicht, hat durch dieses Tool die Möglichkeit, aus verschiedenen Winkeln zu trainieren, verschiedene Muskeln, eigentlich den ganzen Körper. Wenn man jetzt einen Sling-Trainer mit Umlenkrolle hat, hat man auch den Vorteil, dass man eine gewisse Instabilität in jeder der Bewegungen provoziert, ja, und auch eine größere Übungsvielfalt hat, denn durch die Umlenkrolle kann man im Endeffekt auch seitenisoliert arbeiten oder sogar mit Rotation. Also insgesamt bietet es eine Fülle an Möglichkeiten. Man kann alternierende Bewegungen machen und der Fantasie sind somit keine Grenzen gesetzt. Wenn man diese Instabilität und diese Übungsvielfalt nicht unbedingt haben möchte, ja, gibt es noch die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Karabiner das Seil zu blockieren, sodass man im Endeffekt dann die Umlenkrolle ausgeschaltet hat. Dieser Karabiner hier bietet weitere Möglichkeiten. Ja, zum einen können wir das Gerät kombinieren mit zum Beispiel hier dem Row-Stick. Den können wir jeweils an der Seite befestigen. Nico, darf ich dir das mal geben? Sicher. Eignet sich jetzt zum Beispiel für drückende Übungen wie Brustpresse, genauso auch für Zugübungen wie das Rudern. Wir haben es in dem Moment etwas leichter gemacht, ja, denn ein Stab ist leichter als 2 einzelne Griffe. Wir können aber auch das mal nur auf einer Seite befestigen und haben damit eine tolle antirotatorische Übung für den Rumpf gemacht. Also wirklich hier sehr, sehr intensiv muss der Rumpf mitarbeiten. Außerdem kann man natürlich so Tools wie ein Beckengurt benutzen. Hier große Stoffschlaufe, einhaken, einmal einsteigen bitte, das Becken, genau, das ruhig noch etwas weiter nach hinten stellen, mit Schwung, zack, genau. Also ihr seht,
unendlich viele Möglichkeiten. Der Karabiner ermöglicht es uns auch, jedes x-beliebige Gewicht einzuhaken, anzuhängen und dann quasi mit einem selbstgebauten Seilzugsystem zu trainieren. Ja, das Schöne ist, ich habe über die komplette Bewegungsamplitude denselben Widerstand. Ich kann dann hier Übungen machen. Eine weitere Möglichkeit mit Trainingspartner oder Trainer oder sonst wem, Partnerübungen könnte so aussehen, rotier mal bitte nach außen um deine eigene Achse. Der Partner bildet den Widerstand, dreht nur widerwillig zurück. Wichtig hierbei ist, einen geraden Rücken zu achten, richtig schöne Rumpfspannung aufzubauen. Wir könnten auch uns gegenüberstehen, Schrittstellung machen und dann einer hat den Arm gebeugt, einer hat ihn gestreckt. Hier aus dem Armstrecker schön kontrolliert drücke. Das Wichtige bei Suspension Training ist jetzt, wir trainieren ja mit dem eigenen Körpergewicht. Dennoch haben wir die Möglichkeit, stufenlos unsere Intensität zu verändern. Bei ziehenden Übungen oder grundsätzlich stehenden Übungen ist es so, je weiter ich weg bin, desto leichter ist es. Wenn ich näher rangehe an den Ankerpunkt, wird es schwerer. Ja? Bei Übungen in der Rücklage oder also generell mit den Füßen in der Schlaufe ist es genau umgekehrt. Wenn ich weiter weggehe, wird es schwerer, wenn ich näher rangehe, wird es leichter. So, möchtet ihr jetzt mit den Füßen in der Schlaufe trainieren, müsst ihr einfach nur die Griffe beiseite schieben. Einen Fuß komplett durch, den zweiten komplett durch und dann ein Bein übers andere schlagen, einmal rumdrehen. Darauf achten, dass die Schlaufe auf dem Fuß ist, also auf dem Spann und nicht auf dem Schienbein. Und dann könnt ihr im Endeffekt so trainieren. Bei dem XPE-Modell verhält es sich etwas anders. Da müsst ihr die Griffe beiseite schieben und habt dort eure Fußschlaufe, die ihr dann nutzen könnt. Ja? Prozedere ist dasselbe. Bein komplett durch, einmal übers andere schlagen, umdrehen und dann hier auf den Spann. Du kannst natürlich auch jede Tür als Ankerpunkt verwenden. Nutze hierzu einfach die Anchor Sling. Der Türanker ist in der enger genähten Schlaufe. Du legst alles über die Türkante, nahe dem Anschlagpunkt, denn dort ist es stabiler. Und dann eignet es sich auch, die beiden Schlaufen nebeneinander zu legen, falls die Tür sehr dicht schließt. Ziehst die Tür zu, ziehst einmal hier dran und kannst loslegen. Bitte achte darauf, dass du immer gegen die Türöffnungsrichtung trainierst, ja, sonst ergeben sich Sicherheitsrisiken.